dass so viel Frieden, so viel Schönheit, so viel Verbundenheit und so viel Liebe entstehen, wenn wir Menschen gemeinsam unsere Stimmen erheben und miteinander verweben zu Musik. Und das ist so ein Geschenk an das Große und Ganze, an die Schöpfung. Und das möchte ich weitergeben. Ich bin Amelie. Und ich bin Flo. Und zusammen sind wir die Stimme der Natur, Voice of Nature. Uns ist es Herzensanliegen, dass wir Menschen uns erinnern, wo wir herkommen und uns wieder als Teil der Natur begreifen. Und unser Weg dahin ist die Stimme. Also wir helfen anderen Menschen, ihre Stimme zu befreien und wieder zu entdecken, was ihre wahre Natur ist. So wie unsere Vorfahren ums Feuer saßen, gesungen und getanzt haben, wollen wir auch wieder am Feuer der Gemeinschaft zusammenkommen, unsere Stimmen erheben, andere inspirieren, das Gleiche zu tun und unseren Platz hier als Menschen einzunehmen. Bei unseren Retreats können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über die Stimme, über das in der Natur sein und auch dieses ganzheitliche Wohlfühlen mit gutem Essen, in schöner Umgebung, mit Gleichgesinnten, mit einer Gemeinschaft wieder erinnern, wer sie eigentlich sind, was sie ausmacht. Es ist so schön zu bezeugen, wie Menschen aufblühen, wie sie auch die Kraft und Einzigartigkeit und Schönheit ihrer Stimme entdecken, sich plötzlich Dinge zutrauen, die sie vorher nie gedacht hätten, dass sie imstande sind zu tun. Dieses Selbstvertrauen, dieser Mut, dieser Zusammenklang auch mit anderen. Das Lachen, das Weinen, zu seufzen, zu stöhnen, zu jaulen, zu jodeln, zu tönen, all das macht uns aus als Menschen. Und das ist für mich auch Stimmbefreiung. All diese Schichten, die da über unserem Herzen liegen und wirklich unsere Wahrheit zu leben, die können wir mittels der Stimme freilegen. Der Kehlkopfschlag beim Jodeln ist vermutlich das Älteste, was wir mit unserer Stimme als Menschen überhaupt gemacht haben. Und für mich ist es so ein ganz archaischer, urnatürlicher Ausdruck der Verbindung mit der Erde. Das ist Ausdruck vom Menschsein, von Lebensfreude, Lebendigkeit. Jodeln kann man nicht halbherzig. Beim Jodeln bist du voll da, verbunden mit der Erde und mit der Kraft deiner Stimme, mit dem, was es heißt, am Leben zu sein. Dieses Jodel dich frei, der Name, der ist echt richtig gut gewählt, weil das befreit einfach alles. Also vor dieser Zeit, da habe ich habe mich nicht traut, irgendwie zu tanzen oder zu singen, aber das hat sich schon sehr verändert. Es bereichert mein Leben immer noch. Da bin ich ja lange noch nicht am Ende, also das ist echt ein Weg. Für mich ist das größte Geschenk, was die Teilnehmerinnen uns schenken können, wenn Tränen fließen, wenn sie Emotionen einfach in ihrer Rohheit, in ihrer Echtheit zeigen. Ja, wieder wie Kinder miteinander fröhlich sind in der Natur, mit glänzenden Augen. Das sind diese Geschenke, die die größten für mich sind. Meine Affinität zum Jodeln oder generell zur Musik, die war in gewisser Weise schon immer da, aber ich habe die halt einfach nicht leben können oder ich habe sie nicht gelebt. Und ich denke, ich bin wieder auf dem Weg, mein Lachen zu finden, weicher zu werden, mitfühlender, wertschätzender auch anderen Menschen gegenüber, dankbarer. Für mich eine ganz, ganz neue und wichtige, ja, herzwärmende Erfahrung. Also in die Mitte eingeladen zu werden, das war sehr außergewöhnlich für mich. Ja, was dann passiert ist, ist einfach unbeschreiblich. Ich habe in dem Moment einfach so eine
unfassbar bedingungslose Liebe von euch erfahren. Und ich habe sie nicht nur von euch erfahren, sondern ich habe sie auch annehmen können. Also das hätte man mit Worten niemals rüberbringen können, was da irgendwie gesendet wurde. Für mich ist die Stimme so ein Wunderwesen. Sie kann vermitteln zwischen innen und außen, zwischen den Welten. Und ja, so kann ich mittels der Stimme mich auch verbinden mit dem, was ich nicht in Worte fassen kann, was nicht greifbar ist, mit dem großen Geheimnis des Lebens. Und wenn ich das tue, wenn ich mich wieder an diese Kraft des Lebens andocke, dann spüre ich auch, wer bin ich eigentlich wirklich? Als hätte ich mich gezeigt. Vielleicht auch in einer Art, die mir sonst unangenehm ist oder Angst macht. Oder ich weiß nicht, weil Jodeln ist nicht leise. Jodeln ist nicht sanft. Jodeln ist wirklich... Es braucht Mut, finde ich. Jodeln braucht Mut. Ich finde es total mutig zu jodeln. Aber es ist schön, weil eigentlich die Stimme so rauskommt. Sagt es, ich bin lebendig, ich bin da. Das ist was Schönes, wenn man das mit anderen zusammen macht. Macht's das und geht's raus und gerade mit Natur und mit der Stimme einfach. Also für mich auch war nochmal dieser Ruf auch, diese Stimme, dass da so viel Kraft drin sitzt und das irgendwie, ja, jetzt gerade durch euch auch spielerisch vermittelt wird und nicht irgendwie, oh, das klingt schief, das darf man nicht, sondern einfach so, hey, einfach rauslassen. Verrückt. Es ist verrückt, ja. Und es ist wirklich manchmal schwierig, dafür Worte zu finden. Und das feiert ich aber auch gleichzeitig, dass es schwierig ist, weil ich dann weiß, da bin ich voll an einem Kern dran. Also das ist so diese Essenz des Lebendigen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bei uns bringt so seine ganz eigenen Qualitäten und Gaben mit in den Kreis. Und wir könnten diese Arbeit nicht machen, wenn die Menschen nicht da wären, um einen Kreis zu formen, um Gemeinschaft zu sein. Also wir lernen so viel von den Menschen, die zu uns kommen, wie es überhaupt funktionieren kann, als Menschen wirklich verbunden zu sein und uns dem Großen und Ganzen zu widmen.